Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Konfi-Kanal zur neuen Folge von Twin Mirror. Ja, wie wir herausgefunden haben, haben wir uns wohl in der letzten Nacht mit dem guten Dennis geprügelt. Aber das wird vermutlich noch nicht alles gewesen sein. Ja, diese Blutflecken auf unserem Hemd, die können nicht nur von dieser Prügelei stammen. Wir haben auch versucht, Dennis nochmal zu erreichen. Ja, da war leider nichts drin. Und bevor wir uns jetzt mit Anna treffen, schauen wir uns mal noch ein bisschen herum, ob wir jemanden finden, der vielleicht Dennis gesehen hat. Oder irgendwie Kontakt hatte oder uns vielleicht anderweitig mithelfen kann. Du zum Beispiel. Hey. 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 Ich brauch nicht mehr gehen. Er schiebt mich einfach. Nee, nicht zur Seite. Ich will... Na, auf nichts kann man sich verlassen. Ah, jetzt kann ich rennen. Okay. Na, dann nehmen wir mal ein bisschen die Beine in die Hand. Zitat von Mark Twain. Schön zu sehen, dass die jüngere Generation den Klassikern gegenüber aufgeschlossen ist. Aber Mark Twain, da hatte ich mal eine Buchvorstellung in der Schule damals. Keine Ahnung, welche Klasse. Hey, was machst du denn hier? Now doesn't seem like the best time to bother her. Nein, aber wir können auch trotzdem mal mit Schon sprechen. Hey, Bug. What are you doing out here? Hey, Muley. Waiting for my mom to get off her shift at the pharmacy. Drawing. I got a new journal after I left the old one somewhere. See? Ein Aerodactyl. Did you get home okay last night? Yeah. I bike everywhere. It's not like anything scary bad happens in Basswood. At least not normally. Any word on my dad? Did you really look into it? I haven't found anything yet. I don't think. Let me know if you find anything. Please. I feel like I need something. It's just this town, you know? This place. It feels like I'm suffocating. I can't breathe. I can't think. I can't stand my mom. I don't like school. Well, except for science. And just... when I imagine myself in the future, I just don't... I don't know. I don't see this place. Or these people. I'm somewhere else. Anywhere else. I know it's stupid, just... It's not stupid. If you want, you can go anywhere in the world. Have adventures, fall in love. I mean, that's what I've been told anyway. Gross. Okay, well that other stuff sounds okay, though. Thanks for listening. Gerne, gerne. Und ich glaube, dass das auch wichtig für sie war. So we're both busy. Ich glaube, dass das wichtig für sie war, dass ihr jemand zugehört hat, aber... Seems she got older by 6 years in just 2. Ich glaube nicht, dass sie uns jetzt hätte was zu Dennis sagen können, was mit Dennis letzte Nacht passiert ist. Ich glaube, dass sie da absolut keine Ahnung hat. Dass sie dann halt nach Hause gefahren ist oder so. Ich weiß. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie da irgendwas zu Dennis hätte sagen können. Okay, ich glaube mal, hier wird es bestimmt so die, ich nenne es jetzt mal Levelgrenze sein. No luck so far, but I should keep digging around. Someone must have seen Dennis. Hat man natürlich mit dem Fest hier dann ganz gut gelöst. Joe kennen wir gar nicht, ne? Was ist das für eine Plakette? Eine Plakette, ja, danke. Liste der Bergwerke. Drowned 6 men. Basswood's mining started with an accident. Fitting. Coal River Mine eröffnet 1854, geschlossen 1861, nachdem 6 Männer einer Überflutung zum Opfer fielen. West Shadow Mine, geöffnet 1866, geschlossen 1892, 5 Jahre in Folge erfolgreichste Grube in Boone County. Deep Rock Mine, eröffnet 1890, geschlossen 1926. Strip River Mine, geöffnet 1915, geschlossen 1920. Und die Smoky Hole Mine, geöffnet 1928, geschlossen 1976. Die Geschichte von Blair Mountain. Never forget, huh?
20.000 Männer marschierten 1921 durch Boone. Ich gehe mal mit Boone. Boone County und am Blair Mountain für all das zu kämpfen, was wir heute haben. Für alles, das etwas wert ist, lohnt es sich zu kämpfen. Alter Mann. Hey, can I ask you something? Hello, young man. Of course you can ask. No promise answering. Why do you bother cleaning the memorial? Well, everything has to look its best for today. Especially the miner. I really didn't think it was going to happen this year. Good thing Mr. Kirkland decided to help out. And besides, that way people can remember with pride we used to be rednecks. That matters to you? It should matter to every West Virginian. And why do you think it should matter so much? How many West Virginians does it take to screw in a light bulb? This doesn't sound like a history lesson. You answer my question, I'll answer yours. So, how many West Virginians? Tja, wie doof sind die Leute in West Virginia? Ich sag mal, sehr doof. 10. 1 to hold the light bulb, 9 to rotate the ladder. Klassiker. Not bad. The one I have in store is 3. 1 to replace the light bulb, 2 to complain about how the old one was better. Das ist auch so eine deutsche Variante eigentlich. Schenkelklopfer. That might be a little too close to home. My favorite jokes have always been the ones that make me feel a little sad. So, you still want to hear the story? Ja, please. I'm all ears. This fella here is a reminder of when coal miners stood together. You see, back 100 years ago, you'd be safer in the trenches than down in the mines. It didn't sit right with our boys. They demanded better conditions. Of course, the corporations, being what they are, refused and sent strike breakers. The mine wars. Miners came out in force, Union men. Met the strike breakers over in Logan County. That's right. 10,000 strong. And it all came to a head at Blair Mountain. The miners tied red bandanas around their necks for solidarity. Brotherhood. At least 100 men died in that battle. Blood spilled for what we have now. I'm guessing you're fond of that story, huh? A lot of respect for rednecks. Well, things were tough, but we were a united community back then. Anyway, I'll get back to it. Gonna give her a real spit shine. You take care now. Und instant war er wieder gebückt. Ja, dann machen wir weiter. So, ist ja schon ehrenhaft eigentlich, ne, dass sie dafür damals so eingestanden sind und all das auf sich genommen haben und viele Opfer erbracht haben. Wenn man so an... Ich gehe mal davon aus, dass das Rednecks eben auch auf das rote Halstuch ja, bezogen ist und nicht auf das, was man heute vielleicht als Redneck bezeichnet. Ne? Ob man auf die heutigen Rednecks so stolz sein muss, das sei mal dahingestellt. Spender. Basswood Mine, eröffnet 1975, geschlossen 2015. Finanziert durch Spneden finanziert. Von William Jackson, Walter Dodson, Hugh Kirkland, Robert Paulson, Vivica Winnicott, Richard Greenlee, Ethan Morrow, John Brooks und Nick Waldron. Ist der Fehler zufällig auch hier drauf? Paid for beiden. Nee, das ist wirklich nur in der Übersetzung ein Fehler. Man hat nicht hier aus Versehen Fehler drauf gemacht und ihn bewusst mit übersetzt. Okay. This is new. Oh. Donations. Ach, Donations. Donations und Donations. Okay, man hat tatsächlich einen Schreibfehler drauf gemacht auf die... Das ist ja Donations, nicht Donations. Ah, nice. Nice. Dass man das dann nicht mal ausgewechselt hat oder so. Keine Ahnung. Joe, was geht? Versteht ihr, was geht? Losing his legs seemed like the end of him, but he bounced back. Man, he's a rock. Joe The Rock Johnson. Erinnert mich ein bisschen an den Hauptcharakter aus Mafia 3.
Nur, dass der laufen konnte, halt. Sam, Real Talk. you old bridge jumper, how you been? What's the calendar say? 2 years, Joe. It's been 2 years. Too long. Heard you showed up yesterday. Du backst durch dein Boys get in T-Shirt. trouble? They might have given me a bit of a welcome back. After the mine closed, well, it ain't easy to put food on the table. Don't let that weigh on you. No one else has lost their legs recently. You haven't seen Dennis today, have you? I wish. Just about the only guy I could talk hockey with. Not football? I want to talk football. I can just grab anybody on the street. Dennis actually enjoys a man's sport. But no, I haven't seen him. So, how have you been holding up? Terribly. But Anna keeps me young. How'd you ever let her get away? You probably know better than me. I heard all about it. Still, I always liked you. Straight shooters are a rare breed these days. I like a man that can look me in the eye and say what he means. I noticed you weren't at the bar last night. Went home after the service. Your cripple takes it out of you. Normally, I'd be rotting away in my recliner, but I like to come out, see the decorations, pay my respects to old iron here. This town's been a mining town before I was born, and it'll be one after I die. It's good to get out and celebrate your roots every now and then. I don't have the same perspective on Miners' Day that other people have. No, I suppose you wouldn't. I have places I need to be, but it's good to see you. Just promise you won't wait 2 years before saying boo again. I'll do my best. Joe has no idea where Dennis went. Someone must have seen him after the fight. Ist aber, glaube ich, ein ganz echt vernünftiger, cooler Kerl, der Joe. Ich glaube, ist eine richtig gute Seele. Joe ist Annas Vater und ein ehemaliger Bergarbeiter. Oh, er ist Annas Vater, okay. Es war Joes Unfall, der mich dazu gebracht hat, über die Mine zu schreiben. Und dennoch ist er nicht nachtragend dafür oder dass ich seine Tochter im Stich gelassen habe. Ein Teil von mir will gern glauben, dass er mich für einen guten Kerl hält. Ein anderer Teil von mir weiß, dass er seine Verachtung lediglich gut verbergen kann. Okay, und schon. Warum erkenne ich nur so viel von mir selbst in diesem Kind wieder? Neugierig, unnachgiebig, einsam. Ich wünschte, ich könnte es ihr beweisen, dass sie sich mit allem irrt. Mit ihrem Vater, mit Basswood und damit, dass ihr Leben eine Sackgasse ist. Wenn es doch nur so wäre. Erinnerungsstücke haben wir jetzt noch nicht so viele gefunden. Also entweder verpasse ich die alle oder Straßensperre ist am Tag der Bergleute. Den Verkehr regeln. Ja, das macht Sinn. Zeitungskasten. Walter füllt sie immer selbst auf. I don't imagine Walter had obituaries in mind when he became editor-in-chief. Local Legend on Today. Oh, da können wir auch noch reingehen. Oh, das wird viel Erkundung, denke ich. Mitarbeiterin. Hallo, ich möchte dich angucken. She pulls the look off a lot better than I could. Probier's. Hey, don't remember seeing you in town before. Passing by? Kinda, aber... I was born in Basswood. I was raised in Basswood, though I left for a few years. Wait, you managed to leave and still came back? You'd never see me again if I left. Why don't you then? Yeah, sure. I'm just gonna take my millions of dollars and make a run for it. I can barely get by, like everyone else here. Too poor to stay, too poor to leave. Ja. So von dem, was wir hier schon mitbekommen haben, kann man, glaube ich, froh sein, dass man überhaupt einen Job hier hat und sich dann damit über Wasser halten kann. The history of Basswood. Have you ever wondered how Basswood got its name and went from a small mining camp to the hard, modernized Boone County? Join us for a favorite town hall and find out. Ja, gerade nicht. Der Klatschclub. Also wenn die nichts über Dennis wissen, die wissen doch bestimmt über irgendwas.
Why do we even bother with this old place? Feels like a ghost town sometimes, except ghosts haven't bothered leaving. 2 Münder und nur ein halbes Ohr. Sowas gibt's in jeder Stadt. True Story. Café. Gibt's hier denn was Schönes? Habt ihr Dennis gesehen? Ich hoffe mal, ich habe jetzt nicht allzu viel übersprungen oder geskippt, weil es hier jetzt vielleicht direkt weitergeht. Ich denke, wir werden es herausfinden. Now I've gone and made a bit of a mess. Oh, Sam, is that you? Dear, please, could you help an old doddering woman? Habe ich eine Wahl? You are many things, but not doddering. Plotting, maybe. Sam, you shouldn't say such things, even if they're true. Oh, Gedankenpalast, okay. Das Kartenspiel. An irgendwas erinnert es uns. Okay, Muley, for 2 points. What is the name of the pink pony on the animated cartoon show Prancers? The super cool one I was telling you about the other day? You know, my favorite? Yeah. Polly. Polly Pony? No, that's her sister. She's totally different. Then what is her name? I'm not telling. What if the card comes up again? You really like to win, huh, Bug? All right, coffee for you and hot chocolate for the young... Is that a comic about monsters? It's about Tardigrade Man. He can survive almost anything. His only weakness is his own emotions. He's based on the microscopic tardigrades. It has 8 legs and can survive star radiation. Huh. Well, it doesn't seem like the kind of thing a young woman should be reading. She says she's going to be an entomologist. What can you do? I am going to be an entomologist. I'm going to study every bug, especially the crawlies. But tardigrade isn't a bug. It's a microanimal. Well, good for you. Sounds like just what a young woman like you should be reading. Ich mal lese lieber über was über rosa Plüschponys und Einhörner und Prinzessinnen. Wie kannst du? We can play as often as you want. You promise? Yeah, I promise. Pinky swear? If you break those, you go to hell. I don't think you're supposed to be using that language. You can't break this. No matter what. You're real intense for a kid, you know that? Say it. I won't break the pinky swear, no matter what. Thank you so much. You're always such a dear. Say, Christina, have you... Oh, Sam, it's been years. It really is so nice to see you again. Yeah, likewise, I but... wanted to come to the funeral yesterday, but just thinking about it, oh dear. Now, I know you want to interrupt her, because I want to interrupt her. So eyes on me, buddy. Happy thoughts, deep breaths. Yeah, well, speaking of the... Poor Joan, losing her father at such a young age. Ah, what a tragedy. I was trying to find one of those games she likes so much to cheer her up. The poor child only has Kathy now, and, well, far from me to criticize. Have you seen Dennis since yesterday? Have you not learned to not interrupt people when they're talking, Sam? Nein. I don't have time for small talk today. As rude as ever. I haven't seen Dennis. You have a nice day. Zumindest haben wir eine Antwort bekommen, I guess. Christina gehört das Café Americano, gleich gegenüber von meinem alten Büro. Erla, Nick und ich waren Stammgäste. Christina kennt jeden in der Stadt. Sie ist das Zentrum allen Klatsches in Basswood. Ihr Kaffee ist super und ihr Lachen kann man in ganz Basswood hören. Zumindest war das früher so, in der guten alten Zeit. Christina redet gern, aber nur zu ihren Bedingungen. Klare Antworten sind nicht ihre Stärke. Ja.
Joan zu. Und ich habe Joan zugehört, als ich in der Stadt über den Weg gelaufen bin. Ja, 12% haben mir nur zugehört und alle anderen haben nach Dennis gefragt, okay. Ich hatte keine Zeit, mit Christinas Litanei anzuhören. Weißt du, nur 12% hören Joan zu und fragen sie nach Dennis, obwohl sie ja gleich abgehauen ist, nach Hause gegangen ist mit dem Fahrrad und so. Aber 68% hören sich diesen Kack von Christina zu, anstatt die Klatschtante zu fragen. Oh, Menschheit, was ist los mit euch? Buttermilchkeks, einer davon und eine Tasse Kaffee, das war ein guter Start in den Tag. Christina is Basswood's resident godmother. She loves her small talk. Hast du vielleicht nochmal Bock mit uns zu reden? Oh, tut sich tatsächlich was. Right, so the overhead. You seem real engrossed. Oh, I'm sorry. Auf einmal ist sie wieder cool mit uns. Just balancing the books. Trying to. How you doing? You managed to keep the books balanced? About as well balanced as a snake with 4 balls. That sounds uncomfortable, at the very least. Something my grandfather used to say. Still don't know what it means, but it works in almost any situation. Anyway, the past is the past. I just accepted a big business opportunity, which makes tidying up my books in time extra important, even if it kills me. Versichern und abfackeln, das ist aber eine gute Möglichkeit. I didn't think I'd see the day where you'd consider a franchise contract. Ha! Only the day God calls for me. Have you met Hugh Kirkland already? Ach, schon wieder, ja. He's helping me with a few improvements. Angel investing. Can you believe it? I actually can't. What did he ask for in return? Oh dear, I can't believe you're so cynical at your age. People in small towns do help each other. Every now and again. That's not just something that happens on made-for-TV movies. Als jemand, der in einer Kleinstadt wohnt und in einem Dorf aufgewachsen ist, kann ich sagen, nein, es ist nicht so. Es ist wirklich nur ein kitschigen Film so. Ja, der Hugh, der hat ganz groß Dreck am Stecken. Das riecht man doch jetzt schon meilenweit gegen den Wind. Also da wette ich doch drauf. Do you still have Basswood's best coffee? Ah, honey, you know we've never had that. That's over at the police station. Bess takes her coffee very seriously. Puts mine to shame. She pays out of pocket for real high-end stuff. I'd never make the margins work. Not that my margins have been cutting it lately. It's just been a bit slow the last few years. All over town, really. It's just a rough patch. People will adapt. They just need time. It's not always easy to look on the bright side when you're trying to make it through. But you know us, we always make it through. Ja, mal ein bisschen Hoffnung machen. I thought we'd never have another miner's day, but here we are. It feels strange being back here. I don't think I've been in your cafe in a while. Almost 2.5 years. Anna kept coming in, but you stopped. You noticed that? I could tell you 2 dears weren't gonna make it. It broke my heart. Sounds like you knew before I did. Gotta have one eye on the customer and one eye on the books. Not that I really want to keep an eye on the books, mind you. Das ist jetzt eine Anmache? Say, hun, would you mind if I finish this? Ja, mach mal. Of course. Good luck with your book balancing. Nicht, dass ich noch die gleichen Gegenleistungen wie Hugh bekomme. Christina. Jetzt muss sie, wie jeder andere Basswood auch, jeden Cent zweimal umdrehen. Und die Nicole haben wir auch noch hier. Zu arm zum Bleiben, zu arm zum Wegziehen. Das wäre eine tolle Überschrift für einen Artikel. Er sollte über Nicole schreiben. Das ist eine echte Basswood-Geschichte. Wahrscheinlich eine Geschichte, die man über jeden zweiten hier in der Stadt schreiben könnte. Sizilianische Flagge. Die Flagge der größten Insel im Mittelmeer. Landschaftsgemälde. Christina kanalisiert ihre italienische Herkunft. So, hier sind ein paar Randos. Mitarbeiter. Hey man, thought I knew everyone, but I don't know you. I used to be a regular a few years ago. Oh right, you're one of those who skipped town when the mine closed down. You could say that, yes. Town ain't changed much since then. Same old boring Basswood.
I know most people hate that, but I don't. It's quiet here. It's nice. So quiet, there's no rush hour, I guess. Right? Tagebuch aktualisiert. Geht's auch wirklich über jeden Eintrag, ja? Zack hat vermutlich die Schule abgebrochen, aber er wirkt zufrieden in Basswood. Das ist doch die Hauptsache. So, also im Endeffekt hat uns das Café auch nicht sehr viel weitergeholfen. Verwendet Graphen und Datentabellen sehr effizient. Wenn das mal nichts ist. Eine Pflanze sieht gesund aus, wird sicher regelmäßig Good to gegossen. see someone finally knows how to take care of a plant. It's basic, yet so many people manage to mess it up. Fühle ich, habe auch keinen grünen Daumen. Bücher, hier ist eine Ausgabe von Verney, der letzte Mensch von Mary Shelley. Das hat zweifellos Anna hier gelassen. Und das ist eine Pinnwand. Notiz. Verloren, keine Belohnung. Ich habe ein Buch mit dem Titel Das knirschende Getriebe verloren. Das ist der 6. Teil der Bärtierchen-Mann-Reihe. Ja, das findet bitte bei Christina abgeben. Sie gibt mir dann Bescheid. Vielen Dank, Jay. Das wird auch vermutlich von Joan sein. Glad to see Joan hasn't changed too much. Ein Schlüsselanhänger. Mit Declan drauf. Na, wem der wohl gehört? Ich habe keine Ahnung. Cowboy must have lost his keys. Und ein Cupcake-Wettbewerb. Cupcake-Wettbewerb bringt deine kreativsten und leckersten Dekorationen. Wer gewinnt, bekommt 3 Dutzend kostenlose Cupcakes. Cupcakes, bring uns mit deinem Cupcake zum Träumen. Der Cupcake-Wettbewerb ist wieder da und das sind viele Cupcakes in einem Plakat. Christina, always bringing positivity. Gut. Ah, hier ist noch was. Gitarrenunterricht. Gitarrenunterricht. Ich muss Gitarre spielen lernen. Wenn es mir jemand beibringen will, dann bitte anrufen. Ein paar hatten wir schon Interesse, es ihm oder ihr I beizubringen. need to. Different priorities, I guess. Minus Days back. Der Tag der Bergleute ist wieder da. Kommen Sie am 9. April zum Basswood Memorial Plaza und feiern Sie unsere Geschichte. Besonderen Dank an Walter Dodson, Bess Mitchell und natürlich Hugh Kirkland. Wir lieben ihn alle. Miners Day's been around forever. This is at least the 100th celebration. Ja, so ein paar Traditionen sind doch schön. Gut. Ich denke, hier sind wir durch. So viel, was uns jetzt weiterhilft, gab es hier zumindest nicht. Und dann haben wir ja doch noch ein bisschen was zum Erkunden vor uns. Also, ihr kennt es ja aus Life is Strange 3, ne? Diese Stadterkundungsparts. Die sind ja auch ein fester Bestandteil meiner Let's Plays irgendwie. Vielleicht muss ich mal wieder etwas Let's Playen, was nicht ein Story-Game ist, wo ich mal keine Stadt erkunden muss. Gut. Nicole raucht immer noch, die hat lange Pause. Schon sitzt immer noch dort drüben. Und dann, ja, da vorne ist ja auch schon das Gitter. Also, die Seite haben wir jetzt abgedeckt. Das könnte dann hier vielleicht die Polizei sein, von dem die gesprochen haben. Da können wir bestimmt die Clint treffen. Hier ist eine Apotheke. Ob da Hugh drin sein wird, wir werden es herausfinden. Tracks and Tunes, Annas Lieblingsladen. Sie ging jeden Monat durch die LP-Abteilung. Ja, das fühle ich. Aber gut, ich würde sagen, die andere Hälfte der Stadt, das schauen wir uns dann im nächsten Part an. Mal schauen, ob da jemand was über Dennis Bescheid weiß, ob da uns jemand was sagen kann, etwas Hilfreiches. Vielleicht der Declan, vielleicht findet man solche, falls da wirklich was passiert ist, solche Informationen als erstes bei der Polizei. Who knows, wir werden es herausfinden. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann.